Jetzt sehe ich euch aber nicht mehr, weil ich jetzt voll geblendet bin. Schade, aber ich spüre, dass ganz viele vor mir stehen und vor allen Dingen sehe ich ganz viele Frauen und ganz viele junge Menschen. Und das ist ganz stark, Freunde. Das war 2019, da war ich ja auch im Einsatz hier in Brandenburg, natürlich vorrangig in Thüringen im Landtagswahlkampf. Das war damals so anders, wir haben auch Familienfeste gemacht, da waren auch schon viele hundert, manchmal sogar fast 1000 Leute da. Aber es waren eher so die alten weißen Männer wie ich, die da waren. Und das hat sich total geändert. Mittlerweile sind es nicht mehr nur die alten weißen Männer, die sich Gedanken um die Zukunft dieses Landes machen, sondern alle sind von der fatalen Politik der Kartellparteien betroffen. Vor mir stehen und standen in den letzten Wochen und heute auch wieder die jungen Leute und die Frauen. Und das zeigt, dass das Volk in Bewegung geraten ist, liebe Freunde, dass die AfD die Volkspartei des Ostens ist, dass sie die Partei der Jugend ist und dass ihr die Zukunft gehört. Freunde, Cottbus, das ist nicht einfach nur eine normale Stadt für mich und das ist, glaube ich, auch bekannt. Erstens bin ich ein AfDler, der wie die meisten AfDler Ja zur Straße sagt. Wir brauchen, um den politischen Wechsel in Deutschland hinzukriegen, nicht nur das Parlament, sondern wir brauchen auch die Straße. Und neben Pegida ist Zukunft Heimat Cottbus eine der bürgerlichen, friedlichen Straßenbewegungen, auf die ich mit ganz viel Hochachtung schaue und auf die ich selbst stolz bin, weil ich selbst auch Straßenaktivist bin. Danke an der Stelle an die Straßenbewegung hier in Cottbus. Danke für euren friedlichen Widerstand gegen die Zerstörungspolitik der Kartellparteien. Und das Zweite ist, das wissen einige von euch, aber die meisten vielleicht gar nicht, ich bin oft in Cottbus und Cottbus ist mir zu zweit eine Heimat geworden, weil ich Anfang des Jahrtausends eine Cottbuserin kennen und lieben gelernt habe und sie auch geheiratet habe und jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren mit ihr verheiratet bin und 4 Kinder habe. Also Cottbus ist auch eine zweite Heimat für mich. Und Friedrich Nietzsche sagte ja mal, die Ehe ist ein langes Gespräch. Und meine Frau und ich, wir reden viel miteinander, wenn wir denn mal die Zeit haben. Und sie erzählt mir auch viel über ihre Kindheit und Jugend in der DDR. Und sie erzählt mir, wie sie mit ihren Eltern, sie hat noch eine Schwester, wie sie dann Mitte der 70er Jahre nach Sachsendorf rausgezogen ist in eine Platten-Neubauwohnung. Das war damals das Größte, was man als junges Paar erreichen konnte. Ich glaube, das muss ich den meisten von euch nicht sagen. Ja? Und sie erzählte mir, wie ihre Kindheit abgelaufen ist, dass es eine intakte Hausgemeinschaft in der Platte gab, dass es eine Kehrwoche gab und alle haben sich dran gehalten, jeder hat sich geholfen. Die Männer, wenn sie nach der Schicht aus dem Kraftwerk Jenschwalde zurückgekommen sind, haben sie unten im Keller beim Bier getroffen, haben gemeinsam ihr Feierabendbier getrunken. Und meine Frau, die hat als Kind draußen auf der Wiese gesessen mit ihren Freundinnen und hat mit den Puppen gespielt. Das war mal so in Cottbus-Sachsendorf, es war mal so. Und wenn ich heute an den Ort gehe, wo meine Frau vor 40 Jahren mit den Puppen und mit ihren Freundinnen im Gras gesessen hat und gespielt hat, da sehe ich heute keinen gepflegten Rasen mehr, da sehe ich heute Unkraut. Ich sehe zerbrochene Schnapsflaschen, zerbrochene Bierflaschen. Ich sehe fast das Unkraut nicht mehr, weil eigentlich der ganze ehemalige Rasen nur noch aus Hundehaufen besteht. Ich sehe mit Graffiti beschmierte Wände überall, nicht nur in Sachsendorf, sondern auch in Cottbus. Ich sehe einen verwahrlosten öffentlichen Raum. Und Freunde, das ist ein Zeichen für einen zerfallenden Staat. Das ist das Zeichen dafür, dass die gemeinschaftsorientierten Werte im Rückgang begriffen sind. Dass eine Gesellschaft, die mal zusammengehalten hat, und diese Gesellschaft hat mal zusammengehalten, wir waren mal ein starkes Volk mit gemeinschaftsorientierten Werten, dass diese Gesellschaft langsam erodiert, Freunde. Und schuld daran sind die Kartellparteien, alle Kartellparteien, von den Grünen bis zu den Schwarzen. Die einzige politische Kraft, die sagt, wir brauchen ein neues Gemeinschaftsgefühl, wir brauchen ein neues Wir. Ja, wir Deutschen brauchen einen neuen vitalen Patriotismus, wenn wir eine Zukunft als freie Bürgergesellschaft haben wollen. Das ist die Freunde, ich will an der Stelle auch mal ganz deutlich was einordnen. Natürlich war die DDR eine Diktatur. Ich komme da gleich noch drauf zurück, wenn ich den Zustand des Landes im Jahre 2024 analysieren werde. Aber die Älteren von euch können sich daran erinnern, es gab soziale Sicherheit.
Es gab Vertrauen, es gab Nachbarschaft, es gab Solidarität, gelebte Solidarität. Es gab innere Sicherheit. Die Zustände, die wir heute haben, wären in der DDR undenkbar gewesen. Es gab Bildung, und zwar gute Bildung, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften. Es gab ein Land, das von einem Volk bewohnt wurde, und zwar vom deutschen Volk. Die DDR war ein deutsches Land. Die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024 eine Gesellschaft, die bunt ist und die multikulturell ist, in vielen Bereichen, jedenfalls vor allen Dingen des Westens. Die DDR hatte nicht nur schlechte Eigenschaften. Das, was ich gerade beschrieben habe, das war auch mal Teil der alten Bundesrepublik. Auch in der alten Bundesrepublik gab es mal soziale Sicherheit, gab es innere Sicherheit, gab es eine gute Bildung. Aber das ist Jahrzehnte her. Und jeden Tag, die Kartellparteien länger regieren, liebe Freunde, werden diese Dinge weniger. Unsere innere Sicherheit, unsere Sozialversicherungssysteme, unsere Identität, unsere Bildung werden jeden Tag weniger. Wer weniger Bildung haben will, wer weniger Sicherheit haben will, wer weniger soziale Solidarität haben will, wer weniger Identität haben will, der muss die Kartellparteien wählen. Wer von alledem wieder mehr haben will, der muss die AfD wählen. Das, was gut war, wird immer weniger. Und das, was die DDR-Erfahrungen haben, schon damals gehasst haben, das Blockparteiensystem, die Zensur, das Auseinanderfallen von privater Meinung und öffentlicher Meinung, der Einsatz eines Geheimdienstes gegen andersmeinende Bürger, alles das, was die alten DDR-Bewohner, die noch die Erfahrung haben, an der DDR gehasst haben, alles das feiert in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2024 fröhliche Urstände. Dieses Land ähnelt immer mehr im Bereich der Demokratie, im Bereich des Rechtsstaates, im Bereich der Meinung, immer mehr der DDR. Und am besten kann man das daran erkennen, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr gelebt werden kann. Kurz nach der Wende haben 75% der Deutschen gesagt, ich kann hier auf diesem Platz öffentlich, frank und frei meine politische Meinung äußern. Heute ist der Wert genau umgedreht. 75% der Deutschen sagen heute, ich traue mich weder teilweise noch ganz meine politische Meinung öffentlich zu äußern. Die Meinungsfreiheit ist aber das zentrale Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Deswegen erkennen wir hieran, dass die Demokratie in Deutschland in einem ganz schlechten Zustand ist. Wir haben ein extrem stickiges Meinungsklima. Wir haben einen extrem eng geführten Diskurskorridor, der von den etablierten Medien verteidigt wird, die nichts anderes zulassen, die keine alternativen Meinungen transportieren, liebe Freunde. Das ist nicht mehr der Zustand einer lebendigen Demokratie. Der Zustand der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024 ist der Zustand eines Gesinnungsstaates mit totalitären Zügen. Und das wollen wir nicht, weil wir freiheitlich leben wollen, weil wir unsere Meinung sagen wollen, liebe Freunde. Wir wollen kein Kartellparteiensystem, das sich inhaltlich nicht mehr unterscheidet, das immer mehr dem Blockparteiensystem der DDR ähnelt. Wir wollen die Macht der Parteien zurückdrängen. Das ist ein Grundansatz, ein Grundauftrag der AfD. Wir wollen weniger Parteienherrschaft, wir wollen mehr Volksgesetzgebung hier in Brandenburg auf Landesebene und vor allen Dingen auf Bundesebene. Wir brauchen Volksentscheide auf Bundesebene, um diese erlahmte Demokratie wieder flott zu kriegen. Wir wollen keine Regierung, die oppositionelle Zeitschriften verbietet. Wir wollen keinen Inlandsgeheimdienst, der unbescholtene, gesetzestreue Bürger, nur weil sie eine andere politische Meinung haben, beobachtet. Ein Geheimdienst, der mittlerweile Erkenntnis- und Erfassungskategorien ins Feld führt, die genau so auch in der DDR angewandt wurden. Delegitimierung des Staates. Wer das Strafgesetzbuch der DDR kennt, der weiß, das stand genauso da drin. Und das ist dieselbe Kategorie, die der sogenannte Verfassungsschutz jetzt gegen unbequeme Bürger und vor allem gegen die stärkste Opposition, die AfD, ins Feld wird, liebe Freunde. Dieser Verfassungsschutz, der muss demokratisiert werden und wenn das nicht gelingt, dann muss er weg. Denn eine Republik ohne Verfassungsschutz ist besser als eine Republik mit einem Verfassungsschutz, der die Demokratie gefährdet.
Freunde, die Kartellparteien fahren so ein Land gegen die Wand. Und ihr wisst, ich versuche auch immer grundsätzlich einzuordnen. Und die Geschichte begann nicht erst vor 4 oder 5 Jahren. Die begann nicht erst vor 6 oder 7 oder 10 Jahren. Die Geschichte der Kartellparteien als Deutschlandabschaffer begann eigentlich schon direkt nach der Wende. Direkt nach der Wende hat man aufgehört, deutsche Interessenpolitik zu machen und hat angefangen, große Ideologieprojekte aufzusetzen, die schwersten Schaden verursacht haben. Die Abschaffung der härtesten Währung der Welt, der D-Mark, gegen den Widerstand der Mehrheit des deutschen Volkes haben die Kartellparteien von der CDU über FDP, Grüne, Linke, alle komplett mitgetragen und durchgesetzt. Man hat die härteste Währung der Welt geopfert für eine Weichwährung, die seit 10 Jahren dauergerettet werden muss. Freunde, die Rettungspakete für den Euro und vor allen Dingen die Niedrigzinspolitik, um diese schon morbide Währung am Leben zu erhalten, die hat den deutschen Steuerzahler in den letzten 10, 12, 15 Jahren in Summe 1 Billion Euro Schaden zugefügt. Wir als AfD sagen, eine Währung, die gerettet werden muss, ist keine Währung. Schluss mit diesem Experiment zum Schaden des deutschen Volkes. Und dann kam die Energiewende. Die Energiewende. Man hat ein funktionierendes Energieversorgungssystem einfach kurz und klein geschlagen. Man hat die saubersten Kohlekraftwerke abgestellt und will sie abstellen. Man hat die sichersten Kernkraftwerke der Welt stillgelegt und reißt sie gerade ab. Während China 50 AKWs hat und über 1000 Kohlekraftwerke, retten wir hier in Brandenburg und Deutschland angeblich mit dem Windrad das Weltklima. Was für ein Irrsinn, liebe Freunde. Wir werden von Verrückten regiert. Und der bedeutendste Annex der sogenannten Energiewendepolitik ist der Kampf der Kartellparteien, aller Kartellparteien gegen den Verbrennermotor. Liebe Freunde, die Verbrennertechnologie ist in Deutschland entwickelt worden. Wir sind das Geburtsland der Verbrennertechnologie. Wir waren Weltmarktführer im Bereich der Verbrennertechnologie. Die Verbrennertechnologie und die Automobilindustrie waren, muss man ja jetzt fast sagen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Gerade heute titelt die Bild-Zeitung, dass bei VW 30.000 Industriearbeitsplätze jetzt in Gefahr sind durch die sogenannte Energiewendepolitik, durch den fatalen, irrsinnigen Kampf gegen den Verbrennermotor, liebe Freunde. Wir deindustrialisieren uns und bezahlen jedes Jahr für diese Deindustrialisierung namens Energiewende 30 Milliarden Euro. Eine Wahnsinnspolitik, die beendet werden muss. Und die einzige Kraft, die das tun wird, ist die Dann die Multikulturalisierung ab 2015. Wir wissen ja, dass es ein Experiment gewesen ist. Jascha Mank hat das ja mal so eingeordnet. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wir wussten, was passieren würde. Dass unsere Sozialversicherungssysteme zur Plünderung freigegeben werden. Dass die innere Sicherheit zerfällt. Und die kosten 50 Milliarden Euro jedes Jahr für die illegale Migration nach Deutschland. 50 Milliarden dafür, dass unsere innere Sicherheit zerstört wird und unsere Identität unterminiert und untergraben wird und immer weniger wird. Was für ein irrsinniger ideologischer Ansatz, der nichts mit vernunftbasierter deutscher Interessenpolitik zu tun hat. Freunde, wir brauchen nicht mehr Multikulti. Multikulti ist grandios gescheitert. Wir brauchen eine Re- und Entmultikulturalisierung Brandenburgs und Deutschlands. Und die einzige Kraft, die das angehen wird, ist die Dann kam das nächste Ideologieprojekt, Corona-Politik. Heute wissen wir nach der Entschwärzung der RKI-Protokolle, diese Pandemie war keine Pandemie, es war eine Plandemie, wie der großartige ehemalige Journalist Peter Hane das mal eingeordnet hat. Ohne wissenschaftliche Tatsachengrundlage, also rechtsstaatsunwürdig, hat man unsere Freiheitsrechte geschreddert. Man hat eine Verlierergeneration von Schülern produziert. Man hat Millionen Menschen in Depressionen gestürzt. Man hat alte Menschen einsam sterben lassen. Was für eine Schande. Der volkswirtschaftliche Schaden summiert sich auf über 1 Billion Euro. Und wer hat's gemacht? Die Kartellparteien, liebe Freunde. Die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich bin dankbar, dass meine Brandenburger Freunde schon in der ablaufenden Legislatur einen Untersuchungsausschuss Corona eingesetzt haben. Der muss fortgeführt und fortgesetzt werden. Auch auf Bundesebene brauchen wir die Aufarbeitung des Corona-Staatsverbrechens.
Lauterbach und Co., die müssen nicht nur zurücktreten, die müssen meiner Meinung nach einem rechtsstaatlichen Prozess in Handschellen abgeführt werden. Und dann der Kriegsfuror, der die Kartellparteien gerade losgelassen haben. Freunde, ich will gar nicht über die Ursachen dieses Krieges sprechen in der Ukraine. Ich sage euch nur, es ist nicht unser Krieg. Und dieser Krieg wird nicht, wie das unsere Kartellparteienpolitiker gerne tun, für Menschenrechte und Demokratie geführt. Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt. In der Ukraine gibt es heute praktisch keine Opposition mehr. Damit muss man sich mal beschäftigen, um was wirklich einordnen zu können. Und dass das ein schrecklicher Krieg ist, der furchtbares Leid verursacht, das ist klar. Und der muss so schnell wie möglich beendet werden. Was denn sonst? Aber Freunde, was wir auf gar keinen Fall tun dürfen, das ist weiter Waffen liefern. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren für 30 Milliarden Euro Waffen geliefert. Dieser Krieg hat uns bereits 300 Milliarden Euro gekostet. Ein Krieg, der nicht unser Krieg ist, liebe Freunde. Und nochmal, es ist der große SPD-Politiker Egon Bahr gewesen, der mal gesagt hat gegenüber einer Schulklasse: Liebe Schüler, glaubt nichts, was eure Lehrer euch über Kriege sagen und deren Ursachen. Glaubt nichts, was in den Geschichtsbüchern steht. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden nur aus Macht- und Geldinteressen herausgeführt. Schluss mit diesem Krieg. Freunde, Schluss mit diesem Krieg. Und wir müssen in Gespräche reingehen und die Russen müssen an den Verhandlungstisch geholt werden. Und ich bin sicher, dass man zu einer Lösung kommen muss. Deutschland muss Friedensmacht werden. Deutschland muss das tun, was es jahrzehntelang gewesen ist, auch vor dem Hintergrund der eigenen desaströsen Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Erkenntnis, nie wieder Krieg. Wir wollen keinen Krieg mehr in Deutschland. Wir wollen nicht zum Zielobjekt russischer Atomwaffen werden, weil ab 2026 nach dem Willen der Kartellparteien US-amerikanische Raketen hier stationiert werden sollen. Wir wollen diese Raketen nicht. Wir wollen endlich frei und souverän sein. Diese ganzen Ideologieprojekte, Freunde, diese ganzen Ideologieprojekte haben in Summe von der Einführung des Euro bis zum Ukraine-Krieg in der Summe Billionen gekostet. Was glaubt ihr denn, wie unser Land aussehen würde, wenn diese Billionen nicht euch aus der Tasche gezogen worden wären, wenn man diese Billionen nicht der deutschen Volkswirtschaft geklaut hätte und entwendet hätte, sondern in Straßen investiert hätten, in Brücken investiert hätte, in marode Schulgebäude investiert hätte, in eine groß angelegte Familienoffensive investiert hätte, damit wir endlich die demografische Wende hinkriegen. Denn wir Deutschen werden immer weniger und auch das Problem muss endlich angegangen werden. Und die einzige Kraft, die das erkannt hat und dieses Problem angehen und lösen wird, das ist die... Was glaubt ihr denn, wie unser Land aussehe, wie es blühen würde? Es gäbe keine Kinderarmut mehr und es gäbe keine Altersarmut mehr. Armutsrenten wären nie ein Thema gewesen, wenn wir Politiker gehabt hätten in den letzten Jahrzehnten, die ganz normal das getan hätten, was in jedem anderen Land das Gewöhnlichste ist, nämlich die Interessen des eigenen Landes oben anzusetzen, Freunde. Und das brauchen wir und dafür steht die AfD. Wir stehen für eine rationale, interessengeleitete deutsche Politik. Es muss Schluss sein mit einer Politik gegen unsere Interessen. Es muss Schluss sein mit billionenteuren Ideologieprojekten, die nur Schaden stiften, aber keinen Nutzen. Was wir vor allen Dingen brauchen, das sind Patrioten in den hohen Staatsämtern und die haben wir als AfD. Deswegen nochmal, wenn ihr mehr Euro-Rettung wollt, mehr EU, mehr Energiewende, mehr Windräder, mehr Einwanderung, mehr Multikulti, mehr Gender Mainstream, mehr Hyper und Super und Sexualisierung in unseren Schulen, wenn ihr mehr bunte Politik wollt, wenn ihr mehr Kriegsrhetorik wollt, wenn ihr mehr Kriegsgefahr wollt, dann habt ihr eine Möglichkeit. Nein, ihr habt nicht eine Möglichkeit, dann habt ihr eine große Möglichkeit, eure Stimme abzugeben. Ihr könnt nämlich jede Kartellpartei wählen. Wenn ihr das nicht wählen wollt, wenn ihr endlich eine Politik für Brandenburg und für Deutschland wollt, dann habt ihr nur eine Möglichkeit zu wählen. Beide Stimmen am Sonntag für die... Freunde, die Kartellparteien,
die man sonst nie sieht zwischen den Wahlterminen und immer nur im Wahlkampf sieht. Ja? Wir als AfD, wir sind ja permanent unterwegs, auch zwischen den Wahlterminen. Das zeichnet Brandenburg aus, das zeichnet Thüringen aus, das zeichnet alle Landesverbände der AfD aus. Ja? Die Kartellparteien versuchen euch jetzt wieder Schlafsand in die Augen zu streuen. Nach dem furchtbaren Mord in Solingen hat Nancy Faeser 28 Afghanen mit einem 1000-Euro-Schein. Einen 1000-Euro-Scheine gibt es nicht. Wahrscheinlich mit 2 500-Euro-Scheinen. Die gibt es auch nicht mehr. Bargeld ist ja auch so eine Sache. Sind wir auch die einzige Partei, die klipp und klar sagt, ja zum Bargeld, denn Bargeld ist Freiheit. Also, mit 5 200-Euro-Scheinen im Gepäck, 28 afghanische Straftäter in der Business Class nach Kabul geflogen. Während 250.000 neue Asylbewerber nach Deutschland in diesem Jahr kommen, liebe Freunde. Was soll das? Das ist doch Schlafsand. Und die Grenzkontrollen, die Frau Faeser gerade angekündigt hat, kurz vor den Brandenburg-Wahlen. Ach, was für ein Wunder. Fahrt doch mal nach Guben an die Grenze, da kommt ihr problemlos durch und zwar von beiden Seiten. Und so wird es an jedem Grenzübergang aussehen, liebe Freunde. Reine Schlafsandpolitik, reiner Theaterdonner, den Frau Faeser jetzt vor den Wahlen hier veranstaltet und produziert. Oder wenn ich höre, dass Scholz jetzt auf einmal Friedensgespräche unter Beteiligung Russlands führen will. Der Mann, der hat vor wenigen Wochen noch mit der SPD zusammen den Raketenbeschluss durchgeboxt. Das heißt, auch die SPD ist dafür, dass ab 2026 US-amerikanische Raketen in Deutschland stationiert werden. Denkt der Mann denn, wir sind alle dumm? Denkt der Mann denn wirklich, das Volk weiß nicht, wo der Bartel den Most holt? Das Volk lässt sich keinen Schlafsand mehr in die Augen reinstreuen. Die Zeiten sind endgültig vorbei, weil die Lage des Landes viel zu desolat ist, liebe Freunde. Oder wenn ich den Söder höre, ja, jetzt wollte er vor kurzem noch Kanzlerkandidat werden. Die Union hat ja auch immer so ein Spiel, ne? Die einen machen es ein bisschen softer und die CSU-Granden, die dürfen dann auch ab und zu mal bellen und knurren, ja. Das kennen wir ja, abgesprungen als Königstiger und gelandet als Bettvorleger. Und Markus Söder hat jetzt gefordert, wir dürften nur noch 100.000 Asylbewerber im Jahr aufnehmen. Im Augenblick nehmen wir 200 oder 250.000 auf. Nein, liebe Freunde, nein, nicht 100.000 Asylbewerber im Jahr. Ich will das an der Stelle mal ganz deutlich einordnen. Artikel 16a des Grundgesetzes. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Nach dieser Rechtsgrundlage sind 1% der Asylbewerber in Deutschland. Alle anderen sind aufgrund anderer Status oder Stati in Deutschland. Das sind dann, bei 200.000 wären das 2.000. Damit könnte man zurechtkommen. Aber erst, und das muss deutlich eingeordnet werden, wenn die 700.000 Geduldeten, aber sofort Ausreisepflichtigen Deutschland verlassen haben und ihre Heimat zurückgekehrt sind. Und an der Stelle auch nochmal eine klare Ansage. Asyl ist ein Gastrecht auf Zeit. Wir haben 1,2 Millionen Syrer im Land. Wir haben 1,2 Millionen Ukrainer im Land. Wir haben fast 1,5 Million Afghanen im Land. Das Asylrecht darf nicht automatisch zur Staatsbürgerschaft führen, auch wenn das die Kartellparteien gerne wollen. 200.000 Neubürger haben wir letztes Jahr bekommen. Der durchschnittliche Neubürger war Syrer, war 26 Jahre alt und seit 6 Jahren in Deutschland. Ob der schon wirklich integriert ist, wage ich zu bezweifeln. Die Kartellparteien schaffen sich gerade ein neues Volk. Nochmal, Asyl ist ein Gastrecht auf Zeit. Und wenn der Fluchtgrund wegfällt, dann müssen diese Menschen zurück in ihre Heimat. Und die einzige Kraft, die das umsetzen kann, will und wird, das ist die Freunde, abschließend noch einen ganz wichtigen Hinweis. Die Landtagswahl in Thüringen liegt ja jetzt schon wieder 2 Wochen hinter uns. Wir haben ja schon vorher gesagt, Christoph Berndt und ich, wir waren ja auch in einigen Interviews zusammen. Ich kann mich an ein sehr gutes Gespräch mit ihm zusammen bei Auf 1, bei dem alternativen Fernsehsender aus Österreich erinnern, wo wir schon eingeordnet haben, dass das BSW ein Trojaner des Kartells ist. Wir haben gesagt, das BSW ist keine Opposition zum Kartell, das ist eine Scheinopposition im Kartell. Und genau so ist es gekommen. Die Thüringen-Wahl war einen Tag vorbei und schwupps hatte die Republik, oh, wen wundert's, eine neue Brandmauerpartei. Katja Wolf, die Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen, war 10 Jahre Oberbürgermeisterin. Das ist die Dame, die, wenn man sie sprechen hört,
man denkt, dass man mit einer Antifaschistin redet. Die hat diesen typischen Antifa-Sprech drauf. Das ist das eine. Die hat als Oberbürgermeisterin von Eisenach, hat sie die Willkommenskultur zum Bestandteil der Eisenacher Stadtkultur erklärt. Diese Dame liebt die Multikulturalisierung, wie das ganze BSW, wenn ich mir die Co-Vorsitzende anschaue, die Multikulturalisierung liebt. Diese Dame hat niemals Anstalten gemacht in den letzten Jahrzehnten, irgendwie gegen die Parteilinie der Linken zu verstoßen. Sie war jahrzehntelang Mitglied der Linken. Und diese Partei hat eine Minute, nachdem die Wahlergebnisse draußen waren und sie in den Talkrunden des Thüringer Landtags gestanden hat, sofort sich distanziert von der AfD, sofort deutlich gemacht, die AfD ist keine demokratische Partei. Dieser typische DDR-Sprech, ne? Dieser Blockparteiensprech ist aus ihr herausgebrochen. Freunde, dieses BSW ist keine Alternative. Es gibt nur eine Alternative für Deutschland. Es gibt nur ein Original, um Deutschland nochmal vom Kopf auf die Füße zu stellen, um dieses Land nochmal flott zu kriegen. Es ist höchste Eisenbahn, es ist kurz vor 12 und das ist die Freunde, es darf kein weiter so geben. Wir brauchen Veränderung. Es ist Zeit. Das ist das Slogan, das Motto unserer Brandenburger Parteifreunde. Und so ist es. Es ist Zeit. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Jeden Tag wird Deutschland ein kleines Stück weniger. Jeden Tag verlieren wir ein Stück Wohlstand, verlieren wir ein Stück Identität, verlieren wir ein Stück Zukunft. Die Kartellparteien können es nicht, sie sind verantwortlich für den Schaden, der entstanden ist. Sie haben Problemhalden auf unser Land getürmt in den verschiedenen Politikfeldern. Und da bin ich ganz ehrlich zu euch, man wird Jahrzehnte brauchen, diese Problemhalden abzutragen. Jahrzehnte. Aber wir müssen jetzt anfangen. Wir dürfen dieses Land nicht verloren geben. Das sage ich gerade vor dem Hintergrund, dass ich mich vor wenigen Stunden noch mit einem Auswanderer unterhalten habe, der mir gesagt hat, ich halte es in Deutschland nicht mehr aus. Dieses Meinungsklima, diese hohe Abgaben- und Steuerlast, die Überfremdung, der Verlust meiner Identität, ich muss aus diesem Land raus. Nein, Freunde, wir gehen nicht, wir bleiben, wir kämpfen um dieses Land. Wir wollen eine Zukunft für Brandenburg und für Deutschland. Wir lieben Brandenburg und wir lieben Deutschland und wir werden das niemals hergeben. Niemals! In diesem Sinne, Freunde, nächsten Sonntag mit beiden Stimmen AfD. Erschüttert im positiven Sinne die Mark Brandenburg. Sendet das Zeichen der Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Friedenswillens nach Berlin. Lasst die Republik wie nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen im positiven Sinne erbeben. Ich bitte euch, schreibt Geschichte. Ihr könnt es tun am Sonntag mit beiden Stimmen für die AfD. Es lebe Brandenburg! Es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland! Es lebe das wahre Europa! Ich danke euch!